Wir machen ein kleines Interview, Eisenschmidt vor Ort, neben mir Peter Hammann, Karl Kipping, beides Menschen, die im Rheinland-Pfalz sehr aktiv sind in der Fliegerei. Karl, du bist Ausbildungsleiter der ATO für Motorflug, Peter Ausbildungsleiter für Segelflug. In eurem beruflichen Leben habt ihr alle was ganz anderes gemacht, aber wir sind jetzt hier in Gap in Frankreich. Karl, wo sind wir hier genau? Ja, unsere Trainingsarea, an der wir uns hier befinden, liegt in Südfrankreich, genauer in den französischen Seealpen. Und die französischen Seealpen ein wunderschönes Gebiet, nicht weit bis zum Mittelmeer und dennoch mitten in den Alpen. Peter, du hast jetzt den Karl als ATO-Leiter Motorflug, du hast Segelflug, wir haben keine Segelflieger da. Was haben wir für Piloten jetzt hier? Ja gut, wir haben hier Motorflieger, Ultraleichtpiloten, wir haben noch einen Motorseglerpiloten mit dabei. Also querbeet alles, was irgendwo mit Motor fliegt. Okay, alles was mit Motor fliegt hier in den Alpen. Was ist das Besondere an den Alpen? Denn fliegen können die Leute ja, aber wo ist dann das wirklich Besondere, wo man sagt, hallo, ich bin in einer anderen Welt, wir sind in anderen Höhen, wir haben anderes Wetter. Was haben wir hier, hat sich hier komplett verändert zu dem Gewohnten? Ja gut, wir, die Piloten aus Rheinland-Pfalz insbesondere, die sagen zu einem Hügel, den man hier Hügel nennt, das sind bei uns die Gebirge 500, 600 Meter hoch, die gibt es hier quasi nicht. Hier beginnen die Berge in Tausenden von Metern. Der Mont Blanc ist nur wenige Kilometer weg. Im Gegensatz zu unserer Fliegerei zu Hause fliegen wir hier durch Täler durch, sprich das Gelände ist teilweise deutlich höher als wir selbst. Und wir müssen uns hier mit navigatorischen Dingen auseinandersetzen. Wir können nicht genau Kurs fliegen, wir müssen uns nach Tälern richten. In den Tälern sind verschiedene Windsysteme, das sind ganz andere Randbedingungen zu beachten bei der normalen Fliegerei als bei uns zu Hause. Karl, du achtest sehr darauf bei der Ausbildung, dass die Leute auch beispielsweise Funknavigation machen, dass sie mit der Flugsicherung fliegen, mit FIS fliegen. Aber hier zwischen den Tälern ist das teilweise nicht möglich, das ist alles weg. Es gibt viel terrestrische Navigation und dann gibt es etwas, was man nicht sehen kann. Das ist das Hindernis durchs Wetter, durch Wind. Wie bringst du das, wie bringt ihr das den Piloten bei? Ja, vorweg muss man zunächst einmal sagen, wir sind als ATO natürlich, unsere Kernkompetenz, will ich es mal so formulieren, liegt im Bereich der Ausbildung von Motorfliegern. Und also Ausbildung und Fortbildung. Und was wir hier machen, das ist reine Fortbildung. Und zwar Fortbildung für Flieger, die schon über einen gewissen Erfahrungsschatz verfügen. Denn, wie du schon angedeutet hast, das Fliegen hier im Hochgebirge stellt an den Piloten vollkommen andere Anforderungen, wie er sie etwa in der Flugschule gelernt hat. Also, damit will ich sagen, der sogenannte RWK, der rechtweisende Kurs, der spielt zwar auch eine beachtliche Rolle, aber hier wird sich eher danach orientiert, wie Täler verlaufen, wie Winde wehen, ja, und wo die interessanten Ziele in den Alpen liegen. Das macht den Reiz des Gebirgsfliegens aus. Danke. Peter, Karl hat jetzt nur mehr von den anderen Reizen gesprochen. Ich spreche mal von dem, was ich auch hier selbst erlebt habe. Auch wir beide saßen gemeinsam im Cockpit. Wir haben einen Platz, wir starten hier mit Rückenwind, wir starten bei 31 Grad. Andere Flugzeuge kommen uns auf der Parallelbahn entgegen. Fallschirmspringer sind gleichzeitig mit in der Luft und Segelflugzeuge. Das ist ja schon etwas total ungewohnt für uns. Und was ist jetzt mit der Performance unseres Flugzeugs? Wie gehen wir daran? Du hast selbst die Cirrus geflogen. Was ist das andere? Was habe ich hier als Pilot zu erwarten, was plötzlich total anders ist bei einem Startlauf wie bei einer Landung? Ja, zunächst mal zum Flugplatz hier in Gap. Gap hat eine Besonderheit. In Gap ist sehr viel Segelflugbetrieb, ist eine immens hohe Anzahl von Springer sind hier vertreten. Es wird hier permanent mit 3, 4 Maschinen, großen Podder werden hier abgesetzt. Und es ist hier ein sehr gutes Miteinander, was quasi bei uns in Deutschland nicht denkbar wäre. Man landet hier als Motorflieger, parallel dazu landet ein Segelflieger, parallel links von uns üblicherweise.
Es startet eine Porter und eine Porter kommt zur Landung uns entgegen. Die landet einfach zwischen dem Segelflugzeug und zwischen uns. Und alles funktioniert hier hervorragend. Also in Deutschland quasi undenkbar und deswegen auch schon für den Anblick eines Piloten, der sich hier im Endteil befindet, eigentlich eine befremdliche Situation. Das kennt er nicht von uns, aber es ist ein gutes Miteinander, jeder spricht mit dem anderen und hier gibt es quasi in der Richtung kaum irgendwelche Reibereien. Wie kommt das, dass das so akzeptiert wird, dass wir hier bergab landen mit Rückenwind, dass wir diese Enge haben? Warum funktioniert das? Warum wird es akzeptiert? Und warum glaubt ihr, ist es für mich auch aus meiner Sicht ein vertretbares Risiko? Ja, hier wird das Funkgerät richtig genutzt, aktiv genutzt. Und zwar werden Meldungen nicht abgesetzt, um einen Flugleiter zufriedenzustellen, sondern es werden Informationen ausgetauscht zwischen allen Piloten hier. Zwischen den Piloten, die Absetzmaschinen fliegen, die Segelflieger, die Motorflieger. Jeder sagt, was er macht, wo er ist, wie es weitergeht bei ihm. Und jeder kann sich dann über die Funksprüche ein eigenes Bild machen, wer ist in der Platzrunde und was kommt als nächstes bei ihm. Danke. Karl, wir haben jetzt festgestellt, dass es eine andere Anforderung an den Piloten gibt. Wir haben festgestellt, dass sie anders mit der Flugzeugperformance umgehen müssen. Trotzdem haben wir ja hier jetzt in dieser Gruppe eine große Mischung an Luftfahrzeugen. Jetzt haben wir ULs dabei, wir haben Eco-Klasse Luftfahrzeuge dabei und wir haben das so unterschieden. Das eine ist ein Luftsportgerät, das andere ist ein Flugzeug. Ich persönlich halte das für einen Blödsinn, weil die Naturwissenschaften für alle gelten. Ne? Egal, ob das der Apfel ein Sportgerät ist oder der Ball, beides fällt runter vom Baum. Deshalb, wie bringst du den Leuten das bei, dass sie jetzt ein bisschen mehr Ehrfurcht und Respekt haben vor dieser Natur und auch wirklich, wie du es schön vorhin sagtest, konsequent, strikt sich an Regeln halten, was sie ja teilweise nicht gewohnt sind, weil es wird ja, sage ich mal, außerhalb eines kontrollierten Platzes bei uns relativ frei, Apostroph, gehandelt und geflogen. Also zunächst einmal gilt einerlei, ob UL, Motorsegler oder Motorflugzeug und beim Motorflugzeug auch noch solche mit recht unterschiedlicher Leistung. Für alle diese Luftfahrzeuge gilt ja im Grunde genommen das gleiche physikalische Gesetz. Ja. Und diese physikalischen Gesetze, die sind hier die Leistungsfähigkeit von Mensch und Maschine. Vielleicht kommen wir ja noch dazu, uns über den Faktor, über den Human-Faktor zu unterhalten. Aber zunächst einmal aus unserer Sicht ist sehr, sehr wichtig, und das gilt jetzt wieder für alle Luftfahrzeuge, die sich hier bewegen, dass sie diesen, Peter hat es eben auch schon angedeutet, diesen veränderten oder zum Teil auch gravierenden meteorologischen Verhältnissen anpassen müssen. Die Rede war etwa von Dichtehöhen. Die Dichtehöhe wirkt sich nicht nur auf den Mensch aus, sondern auch auf das Luftfahrzeug. Der Start- und Landeweg wird größer. Die Leistungsfähigkeit des Fliegers nimmt ab, und zwar enorm. Und das sind nur ganz, ganz wenige Hinweise, die das Fliegen hier im Gebirge besonders reizvoll machen, aber auch besonders anspruchsvoll. Danke, Karl. Das heißt also, wir haben jetzt hier sehr viel zu lernen, wir haben sehr viel zu tun, wir haben sehr viel zu beachten und wir müssen auch sehr viel Respekt haben vor der Natur, vor der Fliegerei hier. Und ich habe Respekt vor euch, ihr sitzt jetzt hier in der Hitze, deshalb sage ich Dankeschön. Und ich finde es ganz nett, dass ihr Zeit hattet für die paar Minuten. Und ich wünsche euch einfach noch weiter einen guten Heimflug, morgen und übermorgen. Und ein gutes Gelingen vom Camp. Danke.